Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses kleine Theaterchen hier, das kenne ich aus den Jahren 1940 und 1941, das war vor Beginn jenes schrecklichen Krieges gegen die Sowjetunion. Ich war damals als ein junger Soldat hier nach Berlin kommandiert, wohnte irgendwo auf Zimmer, war abends immer allein. Da bin ich also viele Male in die 3 kleinen Theater hier im Berliner Westen gegangen, die beiden am Kudamm nebenan und hier ins Renaissance-Theater. Und für mich ist eigentlich eine Freude, es wiederzusehen. Es scheint sich nicht sonderlich verändert zu haben. Herzlichen Dank an Manfred Lahnstein für die freundlichen Worte. Ich muss aber Sie alle warnen, meine Damen und Herren. Lichter hat hier über einen Politiker gesprochen, über einen Publizisten, über einen Ökonom. Das sind alles 3 gefährliche Kerle. Die Politiker und die Publizisten oder Journalisten, die reden über Dinge oder sie schreiben über Dinge. Die Politiker entscheiden sogar Dinge, die sie erst übermorgen halbwegs verstehen werden. Und die Ökonomen sind die Allerschlimmsten. Meine Frau, die fährt manchmal mit einem Heißluftballon durch die Gegend im Sommer. Muss ein großes Vergnügen sein, mich haben sie noch nie mitgenommen. Aber wenn man da in die Wolken kommt oder in Nebel kommt, dann muss man an der Leine ziehen. Dann öffnet sich da oben im Ballon irgendeine Klappe und es geht ein bisschen heiße Luft raus. Und dann wird dadurch die Höhe des Ballons verringert, er kommt nach unten, aus dem Nebel raus, aus den Wolken raus. Wenn der Nebel am Boden aufliegen sollte, ist besonders schlimm, muss man 3-mal die Klappe ziehen. So ist das eben damals auch passiert. Und dann sahen sie da unten einen Landwirt auf seinem brandenburgischen Rübenacker arbeiten. Und da riefen sie runter, wo sind wir? Hatten die Orientierung verloren in dem Nebel. Der war ganz erschrocken, zuckte zusammen, brauchte ein paar Sekunden, schließlich hat er sich ermannt und zurückgerufen, ihr seid in einem Ballon, genau über meinem Rübenacker. Und nee, Sie lachen zu früh, die Pointe kommt erst. Und meine Frau und die anderen beiden Männer da oben in dem Korb unter dem Ballon, die haben 3 Sachen sofort verstanden. Erstens, offensichtlich hatte der Mann recht. Zweitens, offensichtlich war die Auskunft für sie zur Orientierung völlig nutzlos. Und drittens, infolgedessen haben sie geschlossen, das muss ein Ökonom gewesen sein.